Herzlich willkommen zur Spezialausgabe von Herpa TV zur Spielwarenmesse, die Veranstaltung überhaupt im Jahr, wo die Hersteller ihre Neuheiten des Jahres veröffentlichen. Ganz kleiner Blick hinter die Kulissen. So sah es noch am Abend vorher aus, bevor die ganze Show mit einer großen Parade eröffnet wurde. Hier die letzten Dekorationsarbeiten. Es ist alles fertig geworden, sah auch richtig ordentlich aus. Und wie genau es in der Halle aussah, welche Neuheiten es von Herpa und auch von den anderen Herstellern gibt, das sehen Sie jetzt. Halle 4a, Stand E239. Hier erhalten die Herpa-Fachhändler einen Überblick über die Neuheiten 2015 und auch die Presse recherchiert hier, welche Sammlerthemen dieses Jahr angeboten und so vielleicht zum Trend werden. Bereits im letzten Jahr war eines der ganz großen Themen, und das im doppelten Sinn, der Liebherr Raupenkran LR 1602, der auf der Messe noch etwas größer geworden ist. Es geht weiter in 2015 mit dem Derrick-Ausleger. Wir haben jetzt die ersten zwei Elemente, ein 6 und ein neues 12 Meter Gittermastelement als Ladegut verladen, zuzüglich insgesamt 4 Ballastgewichten, die auch noch verladen sind. Es wird noch ein Transport mit einem Anlenkstück kommen, es wird noch ein Transport mit einem Kopfstück kommen und es wird noch ein Transport für die Palette kommen, für die Ballastgewichte. Wer das Monster zusammenbauen will, der kann mit dem Zukauf von rund 30 Ballastgewichten alle Teile komplettieren. Bastler, wie der Herpa Maßstabredakteur Hartmut van Juchems, werden dann sicherlich auch diese neue Ausbaustufe noch etwas aufmotzen. Es ist für mich immer ein Anliegen, dass ich versuche, alle Herpa-Modelle beweglich zu gestalten, und dann lag es natürlich auch nah, den Herpa-Kran ebenfalls zu bewegen, zu motorisieren. Und ich glaube, dass also die Bewegungen ganz realistisch nachgebaut worden sind. Der Fuhrpark für moderne Fahrzeuge wird im Jahr 2015 erweitert. In den Neuheiten bereits enthalten ist der neue Audi Q7 in 1:87 sowie der BMW M4, der in der Baugröße 1:43 erstmals einen Blick in Kofferraum und Motorraum zulässt. Noch in keinem Prospekt tauchte bisher der neue VW Touareg auf. Er wird neben der H0-Variante ebenfalls als Metallmodell in 1:43 erscheinen. Auch Klassiker haben bei Herpa weiterhin Hochkonjunktur. Der ABZ P70 ist der Vorgänger des Trabant und war eines der ersten Autos mit Kunststoffkarosserie weltweit. Fast 40.000 Fahrzeuge wurden bis ins Jahr 1959 produziert, als der P70 dann durch den Trabi 601 abgelöst wurde. Genauso kultig, aber eben für den Westen, war der Citroën 2CV, der bereits seit vielen Jahren im Herpa-Programm läuft, aber jetzt noch ein bisschen mehr Gepäck mitnehmen kann. Citroën 2CV ist kein neues Fahrzeug, es ist die Ente, ergänzt durch den Queue, den sogenannten Queue. Queue heißt übersetzt Schwanz oder Stock, und das ist die Kofferraumverlängerung. Und ich habe gerade eben noch mit einem Franzosen darüber diskutiert, der hellauf begeistert ist, endlich seine Ente mit Queue als Modell zu bekommen. Außerdem gab es am Stand natürlich noch weitere Neuheiten wie den Transportpanzer GTK Boxer, der die Erweiterung des Militärprogramms anführt, außerdem einen neuen Aufbau für den Sprinter im Bereich des Katastrophenschutzes und auch weitere noch nicht veröffentlichte Neuheiten wurden gezeigt. Im Sammlerjahr 2015 steckt also noch viel Potenzial. DAF ist nach wie vor ein Thema, ist auch bereits im Kanal, das heißt, er ist eingestellt, der DAF wird mit Sicherheit kommen. Da gehen wir schwer von aus, und das wird auch dieses Jahr natürlich passieren. Klar, durch Wasel, durch den Kran gibt es natürlich jetzt noch ein paar Sachen, die als Formneuheit mit den eben genannten Produkten als Ladegut noch kommen werden. Ja, bei Herpa im Pkw-Sektor kann es in diesem Jahr auch noch ein klein wenig sportlicher werden wieder. Sachen, über die wir natürlich noch nicht reden dürfen, weil sie noch geheim sind. Aber ansonsten, es gibt noch vieles zu erwarten. Und auch im Lkw-Sektor wird ein neuer Auflieger kommen. Also das ganze Spektrum wird noch durch schöne Formneuheiten ergänzt in diesem Jahr. Mehr für Bastler gibt es im Jahr 2015 für die Freunde der Modellflugzeuge von Herpa. Bereits auf der Messe zu sehen waren erste Muster von komplett bedruckten Dioramenplatten für kleine Welten im Maßstab 1:200. Als Zubehör dafür gibt es bereits jetzt Busse und Catering-Fahrzeuge, die jetzt durch Containerlader erweitert werden. Auch die Flugzeugmodelle werden zukünftig immer wieder mit neuen Features ausgestattet. Ja, wir versuchen schon, ohne jetzt ins Spielzeughafte abzudriften, ein paar mehr Features, wie man so schön will, einzubauen. Wie es bei der Jakovlev 40, die Heckklappe, wir hatten es angekündigt als zu öffnen, als bewegliche Heckklappe. Hat uns nicht so ganz gefallen bei den Testschüssen, wo wir es jetzt auch geändert haben, eben, dass man es auch hinten darstellen kann mit einer schönen Treppe, ganz fein detaillierte Reling dann eben auch, um einfach ein bisschen Leben
reinzubekommen, dass es nicht nur ein statisches Modell ist, sondern dass man mit wenigen Sekunden Arbeit oder Mühe gleich dann das Modell auch vielleicht auch platzieren kann auf ein kleines Diorama. Und schon hat man einfach was Schönes, was ein bisschen mehr Leben in die Bude bringt. Anwendung findet das neue System zum Beispiel an der Boeing V22, einem Zwitter aus Helikopter und Flugzeug. Hier sind die Treppe und der Anschluss für die Luftbetankung austauschbar. Außerdem lassen sich die Triebwerke stufenlos vom Flugzeugmodus in den Hubschrauberbetrieb umstellen. Nicht außergewöhnlich, aber eben auch unverzichtbar ist der neue Airbus A350. Der A350 ist natürlich neben dem 787 und dem A380 eigentlich das Flugzeug der Zukunft. Werden wir immer häufiger sehen. Es werden die A330, die A340, die 767, die bekannteren Flugzeugtypen werden immer mehr verschwinden. Und dann wird der Dreamliner, wird der A350 einfach das Gerät sein, mit dem man zu 90% wahrscheinlich in den Urlaub dann Langstrecke fliegt. Ist sicherlich ein Thema für hoffentlich Jahre hinaus, wo wir viele schöne Bemannungsvarianten angehen können. Wer an Alaska denkt, der stellt sich wahrscheinlich eher viel Eis und Schnee vor als bunte Blumenwelten. Trotzdem ist die knallbunte Alaska Airlines, die hier auf der Spielwarenmesse im Maßstab 1:200 und 1:500 ausgestellt ist, kein ganz ungewöhnliches Modell für diese Fluggesellschaft. Alaska Airlines hat schon erkannt in den letzten Jahren, dass er allein auf einen nordwestlichen US-Markt, Festlandsmarkt nicht so viel Boden gewinnen können, aber eben einfach auch viele von der Westküste der USA auf die hawaiianischen Inseln eben übersetzen wollen, das als Urlaubsgebiet sehen, raus aus die Kälte, in die Sonne. Und welch besserer Weg, das zu promoten, als über eine so schön bunt lackierte Maschine eben. Nicht nur am Stand von Herpa wurden die Neuheiten der Marke während der Spielwarenmesse präsentiert, auch in der Zentrale im mittelfränkischen Dietenhofen gab es eine ganz besondere Neuheitenschau. Erstmals zeigten die Produktmanager Stefan Kögen und Matthias Wolf die Neuheiten und die Vorschau den angemeldeten Mitgliedern der Herpa-Clubs. Auch Wings-Manager Stefan Kögen verriet dort noch eine kleine Vorschau für den Rest des Jahres. Ja, wir haben hier noch nicht alles gezeigt, was im Jahresverlauf kommen wird. Ein paar Überraschungen wollten wir uns noch lassen. Ein paar Sachen waren vielleicht einfach ein bisschen mit zu vielen Fragezeichen behaftet. Eine Sache, die wir schon zumindest ankündigen können, Transall C160, 1:200 seit vielen Jahren, ein doch sehr häufig nachgefragtes Flugzeugmodell in 1:200. Auch da werden wir dann bewegliche Teile integrieren, sofern es eben nicht dem Sammelcharakter widerspricht. Gerade 1:200er Maßstab wird das eine oder andere kommen, auch 1:500 bemühen wir uns, da noch einiges, vielleicht auch einiges Überraschende vielleicht dann noch eben zu schaffen. Scimitar Winglets ist eine kleine Sache, die wir hier auch auf der Messe erstmalig präsentieren, im Maßstab 1:500. Und ich denke, wir haben noch was im Petto bis Weihnachten. Wer nicht als Fachhändler oder Clubmitglied die Chance auf einen Besuch der Messe hatte, der hat jetzt noch die Möglichkeit, sich die Neuheiten der Spielwarenmesse ganz in Ruhe anzusehen. Das Herpa-Museum zeigt bis Ende März alle Neuheiten der Messe in einer Sonderausstellung in der Herpa-Zentrale in Dietenhofen. Soweit die kleine Neuheitenschau rund um Herpa. Jetzt noch nicht abschalten, es geht noch ein bisschen weiter. Wir machen einen kleinen Rundgang durch die Hallen 7 und die Hallen 4a. Ich sage trotzdem schon mal Tschüss, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß.